Miami. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video. Freut mich auf jeden Fall, dass euch auch mal so ein bisschen die etwas anderen Vlogs aus Miami gefallen und so gut ankommen. Wir sind heute bei Lock and Load Miami, denn meine Freundin ist mich besuchen gekommen, hier in Miami, und die ist tatsächlich Polizistin. Da habe ich gesagt, weißt du was, wir leisten uns mal ein Battle. Und immer wenn es um Wettbewerbe geht, hat sie mal eine ganz große Klappe, und da habe ich gesagt, weißt du was, wir testen das jetzt einmal aus. Zallo gegen Girlfriend gegen Polizistin. Sind keine Geschichten aus dem Paulaner Garten. Schnellschuss und Langwaffen habe ich hier bereits schon mal geschossen, und wir geben ihr sogar heute den Heimvorteil, weil ihr wisst ja, Polizisten haben immer kurze Handwaffen. Die eine oder andere Übung bzw. Prüfung musste sie ja damit schon ablegen. Ist ja logisch, sonst wäre sie ja keine Polizistin. Und ich habe gesagt, weißt du was, der Zallo ist ein bisschen großkotzig, ne? Vielleicht fliege ich zwar auf die Fresse, aber macht ja nichts. Wir testen das einfach. Wir werden jetzt reingehen, einmal Kurzwaffe schießen. Sie darf sogar aussuchen. Wir gucken uns einmal an, welche Waffen es alles gibt. Das Geile ist halt hier, du kriegst halt so ein Targetbild, ne? Du schießt halt wirklich auf eine Person. Was sagst du eigentlich? Sollen wir Headshots und Dingens machen? Körperschüsse? Wäre langweilig, wenn wir einfach nur draufballern. Sollen wir, weil du hast ein Targetbild am Körper. Volle Punktzahl, weniger Punktzahl. Ja, möglichst enges Schussfeld. Ja, und wir machen einmal Headshot. Damit für die schwierigste Stufe machen wir einmal Headshots. Was hältst du davon? Ja, machen wir so. Da kommt es dann genau drauf an, was abgeht. So, dann gehen wir erstmal rein. Wir gucken uns erstmal die ganzen Waffen an. Dann darf Mademoiselle sich eine Waffe aussuchen. Ich lasse ihr sogar diesen Vorteil auch noch. Guckt euch das an. Hier sind wir im Paradies. Erkennt sie hier schon irgendeine Waffe? Ne, das sind ganz alte Modelle, ne? Das sind, hier sind sogar Revolver. Richtig oldschool. Hier müsste es doch aber klar, wo ich langsam in deine Richtung komme, oder? Das sind auf jeden Fall nur Ausstellungsstücke jetzt hier. Jetzt gehen wir mal gucken, mit welchen Waffen man schießt. Und hier wird es auch schon interessant, Freunde. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch noch. Die gute alte Counter-Strike-Zeit. Die M16, wer kennt sie nicht? Antiterrorist M16 und Terrorist war immer AK-47. Absoluter Kult. Wird jeder von euch kennen, der schon mal Counter-Strike gespielt hat. Dann geht's auch schon weiter. Hier hängen die nicht an der Wand. Das könnt ihr sehen. Zallo ist Rechtshänder. Das sind die guten Dinger, M16. Zeigefinger-Disziplin hier. And James was rubbish with a shotgun. Wow! Boah, die ist richtig schwer. Die sieht nicht nur nach Rambazamba aus, die ist einfach Rambazamba. Und ziehen, ganz klassischer, macht ganz wenig Schaden, aber super handlich und schießt super schnell. Das ist wirklich die allerkrankste Waffe, die es gibt. Die habe ich letztes Mal schon geschossen mit dem Haken. Die ist was für Dachschaden. Ja, und jetzt kommen wir hier zu deinem Metier, ne, Mademoiselle? Jetzt musst du dir hier bei den... Ich denke mal, das geht so hier in deine Richtung. Das ist so in Richtung Polizei, oder? Die Glock und die Sig Sauer, ne? Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Glock 17, 9 mm. Die? Klassisch? Ja. So, jetzt müssen wir doch 3 Waffen auswählen für eine Runde. Damit war ich jetzt gerade überfordert. To make a decision for 2 weapons. Entscheide du. Ich habe mich für eine entschieden, jetzt darfst du dich entscheiden. So, which 3 are you doing? Okay, wir müssen quasi noch eine große Waffe nehmen. Dann musst du dich jetzt entscheiden. Also ich habe eine sehr schnelle, explosive Waffe jetzt genommen. Wir haben die Shotgun hier, die auch einfach richtig Rambazamba macht. Und jetzt darfst du dir eine aussuchen, welche dich jetzt, sag ich mal, anspricht, worauf du Lust hättest. Aber es muss von den Seiten. Ja, muss von hier sein, ne? There's another one from Germany that's not on our menu. It's called the MP7, Maschine Pistola 7. Ist das nicht deine? I shoot with MP5 in Germany. Oh yeah? I'm a police officer. Oh nice, yeah. So we have the 7s. Okay, And it's we like- take it. So do you think she will beat me? Yeah. Actually, you told me you guys are law enforcement from Germany. Yeah. Mit schwarzem Leder, Benz AMG, rolle langsam durch das Land. Die meisten denken, dieser Typ ist viel zu arrogant. Bei dem Typ, wo deine Kleine sagt, That's super cool. She's a police officer. Hey, thank you for that. You guys picked my favorite gun, which is super cool. It's Which one? the MP7, and it's German, man. I think German guns are made a lot better than a lot of other guns. She took it because she fires with MP5. Okay. So Yeah, in it's Germany. like This one's a little bit easier. Rate of fire is about the same. Full auto. Have you shot full auto before? full automatic. No. No. This is First time. pretty easy. You guys picked a pretty good package. In here, we're just gonna go over positioning, how to hold the guns, and then we'll get inside and we'll rock and roll. The target. We're gonna aim for the center orange. The reason being is that the guns have a tendency of rising. If you aim for a headshot, the next bullet might go to the ceiling, and then my coworkers will make fun of me for the rest of the day. So we'll keep it in the center orange. Yeah, we would like to fire the big guns here. Yeah. And can we fire with the Glock to the head? That's perfect. Yeah. Because we want to make a little A competition? Yeah, competition. I'm better. We will see. I'm gonna put a target on there to make it a little bit harder. We'll see. Okay. Yeah, perfect. So for positioning, Yeah. what you want to do is you want to keep your chest pointed at the target.
Then you're gonna take a step back with your dominant foot. I'm right-handed. If you're right-handed, it's your right foot. If you're left-handed, it's your left foot. Buttstock will go into your shoulder, and the most important step, you wanna lean forward at the waist. This will help you control the recoil. Are you police? No, me not. You shot before? I'm only, here. I was here a few days ago. She comes to visit me, so now it's a chance. Let's try that position. I'll show you we'll just do the same thing as last time. Yeah. So you look inside of here, find that red circle, recoil will feel just like this, full auto will feel like a push. If it pushes you too much, you want to lean forward into it. That's all, man. Okay. Come on up. You see the red circle? We'll keep the red circle in the center orange. Recoil will feel just like this. Full auto will feel like a push. If it pushes you too much, you want to lean forward into it. Easy, right? Yeah. Perfect. You want to get your right hand as high up as possible. Right? Finger off the trigger. Left hand, you want to wrap it all the way around. Okay. From here, you're going to look inside of this gap, focus on this front side post, and when you pull the trigger, nice and steady, you want it right there in the center orange. Super easy. Left hand wrapped around. Here? Yeah, like that. Lock out your elbows. You're going to look inside of here, focus on this little front side post. Perfect. Easy, right? Was good? Did you shoot the Glock 17 last time? No. No? This is your first time shooting pistol? Yeah. Perfect. Come on up. Right hand as high as you can. Left. Good. Lock out your elbows. You're going to look inside of here. Focus on this front side post. Pull the trigger nice and steady. Okay, one more time. I'm so excited. I don't want to lose. Her proud. Oh yeah? Yeah. Oh yeah, because she's police officer. So we're gonna get started with the easiest guns first. I'm gonna Okay. go back. Da, jetzt holt unsere Waffen, Baby. Gleich muss abliefern, ne? Mach dich auf eine Packung bereit. Ach, jetzt die MP7. Yeah, MP7. Okay. My second favorite gun. Come on up. So Yeah, this round here is called 4.6. Right? This was created in the 1980s because Russia started wearing body armor. So NATO forces wanted a round that can defeat Russian body armor. This was made to be a very small package. You can calculate that in your head. Like it fit in a bag or underneath a coat or anything. This just folds out. This comes all the way out, and then it looks like a traditional gun. Yeah. Your safety's right here. In this position, it will not fire. One click down, you're on semi-automatic. All the way down, you're on full auto. Full auto, this one's going to shoot at about 850 rounds a minute. The good news is that this round doesn't have that much recoil. It's very, very easy to control. Okay. Machen wir so die Hälfte machen wir Semi-Automatik und dann die andere Hälfte Automatik? Okay, Ja? können wir machen. So you'll go first. We're going to move here. Wie viele Schuss sind da drauf? How many bullets? Yes. 20. 20. Also 10. Ungefähr, ja. And then slide down. Yep, slide that down. And you're ready. Yeah, right there you're on semi. So same position you practice outside. Find that red circle. And whenever you're ready. Easy, right? Yeah, it was easy. The first shot was out of control, so. But then it was better. Jetzt bist du dran. Sorry. Here, hold on. Oh, you got it? Go for it. Yeah. Alright, suave. Go. Okay. Mary? Ja, guck mal, Baby. Good morning. Good morning. Hier, Baby, guck mal. Das war deins. So, da haben wir einmal die Polizistin und da haben wir einmal den Zallo. Oh man, I got a little bit to the right. Yeah, but it's not bad, I think. She got more in the center, but you got more of a tighter group. That's pretty good. Erste Waffe hast du schon mal gewonnen. So, und was sagst du? Ja, war schon krass, ne? Und das war schon krass? Ja. Weil ich habe so gemerkt, du hast so gesagt, beim letzten Schuss hast du gesagt, boah krass so, weißt du? Aber jetzt kommen erst die heftigsten Waffen. Wow. Guck mal, ey, holt jetzt die, jetzt ist Feierabend. Ja, aber wie gesagt, ich habe noch nie mit Dauerfeuer geschossen und das ist schon was anderes. Ach so, deswegen meinst du? Ja, ja. Weil es halt hoch geht so, ne? Ja. Aber jetzt wird's richtig heftig. And we got the AK-47 Yeah. in gold. My favorite one. Yeah, this one? Yeah. It kicks a lot, man. Yeah. We're shooting a much bigger bullet with a lot more gunpowder called 7.62 by 39. So a lot more gunpowder, a lot more recoil, and a lot louder. Now your safety is a little bit backwards. Specialty. You got safe, automatic, and then semi-automatic. Okay. Now you're gonna be looking inside of this little hole right here, that little cut, and you're gonna find the tip of that little front side post. Yeah. Wherever you put that front side post is where the rounds are gonna go. Full auto, this one's gonna shoot 600 rounds a minute, a lot slower than the last one, but it's gonna kick quite a bit, okay? And you're ready, man. Yeah. You're on semi.
There, automatic. Hold it tight, okay? Yeah, impressive one. Just like you remember. Ja. So, jetzt kommt's drauf an, Baby, ne? Das sind keine Kinderwaffen mehr. One more. There you go. You're on semi. Hold it tight whenever you're ready. Easy, right? Not bad? Ja. Und was sagst du? Die ist so schwer. Ich konnte Krass, meinen Arm ne? nicht mehr Du hast ein hochhalten. bisschen geschummelt, du hast dich abgestützt hier. Ich konnte nicht mehr halten, wirklich. Die ist so extrem schwer, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ist schon heftig. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kommt richtig Spaß in die Hütte. It's gonna have a little bit more kick. Yeah. It's gonna hurt a little bit more. That's the pump action shotgun. So Yeah. after every single shot, you're gonna pump it. Safety's right here. Fire, safe. To aim, you're gonna find this little bead and you're gonna put it right on top of this little flat part, okay? With this one, you wanna make sure you exaggerate that lean forward and you tuck it in tight. We're shooting what's called 12 gauge slugs. Solid chunk of metal, right? This little wad and then all the gunpowder is down here. It's gonna kick a lot more. Hier geht's einfach nur fast um Spaß. Natürlich auch ums Zielen, ne? Du hast kleine Korn vorne, weißt du? Genau. Du hast keine Führung, wo du durchguckst und das Korn siehst, weißt du? Du hast nur das Korn. There you go. I'm ready. Pump it. Hold it tight, okay? Und, war gut, hast du gesehen? That's really good. Was good one, ne? Yeah. Should I be a police officer too? This is, like I said, cowboy action, which means action only. So every time you shoot, Yeah, it was a good one. Shotgun is the most of fun, I think. You like this one a lot more than Yeah. this? Die hat viel Rückschuss, Baby, ne? So, Okay. right hand like this, and you're ready. Hold it tight, okay? Okay. Nice, centered. Ja. Just like that, pump it. Sehr gut, Baby. Sehr gut. Wow. Ja, sehr gut. Sehr gut, Baby. Fürs erste Mal. Ich habe ja schon das zweite Mal geschossen, darfst du nicht vergessen. When you shoot, you might see two different holes, right? One of them is the projectile, which that's where you're aiming, so all 5 of your projectiles are right there in the center. Those 3 other holes, actually the 2 ones on the right, is this little wad. Ah, okay. So this goes wherever it wants. Yeah, it's like a shotgun. It sprays, yeah. Well, kinda. So Yeah. this one you only have 2 holes. Normally if you shoot like what you're thinking about buckshot, it's a bunch of different holes. Like those smaller holes. So on yours, you can kind of see on the left, there's like that little hole. Yeah. And on the bottom, all your shots are right there in the orange. But it just goes wherever it wants. Yeah. All 5 of your shots are right there in the center. Aber macht Spaß, oder? Ja, schon. Du warst auch gut. Ich habe ja das zweite Mal geschossen, Shotgun schon, ne? Ja. Ja. Finish. Now we're gonna move on to the pistol. Super easy. Yeah. Okay. Jetzt sind die schweren Waffen vorbei und jetzt kommen wir zu unserem Battle eigentlich, ne? Ja. Jetzt kommen wir zu unserem richtigen Battle. Genau, Headshots, ne? Ja. Dann gucken wir mal. Jetzt muss Zalo abliefern. Now we got the most popular handgun in the whole world, Glock 17. Yeah. There's 2 things that make this gun very popular. Number 1, there's only 34 parts in the entire pistol. It's a very, very simple design. There is no manual safety on it, okay? So make sure to keep your finger off the trigger until you're ready to fire. Yeah. 2, it's made completely out of polymer, or 85% made out of polymer. That doesn't really help you much with recoil, so make sure you get your hand as high up as you can. Alright? Same size as we practice outside. You're gonna look inside of here and focus on this front side. So, smallest round of shooting so far, well, besides the 4.6. So, not too much kick, it's very easy to control. So, 10 rounds, okay? 10 bullets. Okay. Right hand as high as you can, finger off the trigger. Left hand, wrap it around. So, focus on that white dot. Yeah. Make sure it's even inside that gap and pull the trigger without moving the pistol. Take your time, okay? Yeah. yes. I know this 1902 so 19. Finish. Not bad, right? Ein gutes Ja, ich denk so. Schussbild. Was, Gut war aus. gut? Ja, Was sagt die Polizistin? gut gemacht. Ja? It's not bad. Ah, okay. Yeah, but 2. Yeah. But it's not bad. Got two rounds touching each other. This isn't a shot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, it was a nice one. 2 out of sight ist das gut? Was sagst du? Ja, auf alle Fälle. Echt? Ja, klar. Okay. Ready?
Okay, the pressure is high. You got this. Just take your time, you're gonna do fine, okay? Take as long as you need, there's no rush. 10 shots. Nice. Sehr gut, Baby. Jetzt bist du drin. Nice. You're empty. And here comes the finish. And how much are inside? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleichstand. It's a tie. Aber es sind unentschieden, Baby. Ja. Du darfst nicht vergessen, ich habe ja nicht umsonst so eine große Schnauze. Ich war immer der Beste beim Kirmesschießen und so. Gut, das kann man nicht vergleichen, aber... You guys want to keep your target or Please. just take a picture of it? You want to? Ja, Baby, du darfst nicht vergessen. Der Zallo, der geht doch nicht eine Wette ein, wenn er nicht weiß, dass er gut ist. Und, Aufregung weg? Ja. Aber ist krass, ne? Ja. Anspannung ist abgefallen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in Ruhe raus und werten mal in Ruhe die Bilder aus, oder? So, Mademoiselle. Komm, der Zallo war nicht schlecht, oder? Ja, muss ich zugeben. Hast du nicht gedacht, oder? Ich bin ehrlich. Du hast nicht gedacht. War schon nicht schlecht, ja. Das ist meiner, glaube ich. Deine Seite, genau. Genau. Rechts bist du. Das hier ist deine, ne? Genau. Ja. Da kann man sehen, hier warst du auch sehr, sehr stark mit der Shotgun, ne? Ja. Die hast du auch sehr zentral gut geschossen. Genauso wie meine Wenigkeit. Das war, glaube ich, auch nicht so schlecht, ne? Und dann kommen wir natürlich zu der Disziplin, was unser Battle war. Zählen wir einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir bei dir einmal mit der Glock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Das nenne ich einen Gleichstand. Komm, aber ich muss wirklich sagen, das hört sich so lächerlich an, ne, beim Kirmesschießen und so, aber ich habe das immer im Blut gehabt. Ne? Deswegen bin ich auch ein bisschen selbstbewusster. Meinst du, warum ich dich herausgefordert habe? Ne? Also ich glaube, mir liegt das schon ganz gut, das Schießen. Ich sag immer wieder, gegen den Zallo alleine verlieren ist keine Schande. Und wenn du dann noch einen Unentschieden rausholst, dann kannst du schon stolz auf dich sein. Ja, Freunde, hat euch das Video gefallen? War mal wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen Lifestyle. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir haben mal wieder riesen Spaß gehabt. Lock and Load Miami. Das Ganze hat jetzt gekostet knapp $600. Aber ich bin einmal hier, ich bin einmal in meinem Leben hier mit meiner Freundin. Der Spaß ist es mir einfach wert. Kann man sich drüber streiten, aber ja. Für mich hat es sich mal wieder gelohnt. Geile Lebenserfahrung. Werden wir, denke ich mal, nie im Leben vergessen, ne? Auf alle Fälle nicht. Genau, und von daher würde ich sagen, hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao.